Herzlich willkommen. Warum ist die Kamera so schief? Ja, so kann man arbeiten. Hör auf mit deinem Rauch, Alter. Weißt du, wie das aussieht? Das sieht doch wunderbar aus. Als ob du Nichtraucher wärst. Ey. So, ich starte jetzt auch mal, ja? Ja, starte doch mal. Was sagst du? So, herzlich willkommen bei der RC-Werkstatt. Ja, heute geht es um den Hubau FPV. Das war ein Wunsch von einem Abonnenten. Also ich hoffe, das war ein Abonnent. Da war ein Kommentar, der meinte, kannst du mir das zeigen, wie du das aufgebaut hast? Ich finde das geil, irgendwie sowas. Ja, und das ist das Video dazu. Ich gehe heute auf die ganzen Komponenten mal drauf ein, was ich hier gemacht habe, wie ich das gemacht habe und wie sehr ich mit den Nerven am Ende war, bevor das ja, geklappt hat. Oder immer noch nicht so ganz, aber dazu kommen wir jetzt gleich. So, ich würde sagen, wir fangen mit den nervenaufreibendsten an, und zwar mit den Walkie-Talkies. Ich habe einfach 2 Walkie-Talkies gekauft. Ganz günstig, 30 Euro. Schnäppchen. Ja, die sind auch so 30 Euro mäßig. Das waren auch die Probleme, die ich damit hatte. Und zwar am Anfang, man muss ja hier auf den, man muss ja hier den PTT-Button drücken, damit man sprechen kann, und genauso halt auch im Auto. Erst hatte ich die gekauft, weil die mit einer Vox-Funktion, also sobald der Geräusche aufnimmt, fängt er an zu senden. Dann braucht man diesen Button nicht zu drücken. Das allerdings in der Beschreibung mit der Funktion, aber die Funktion ist gar nicht freigegeben. Dafür müsste man nochmal so ein scheiß 10 Euro Kabel kaufen, was auf deren Seite 20 Euro kostet, was bei Amazon für 10 Euro zu kriegen ist. Damit muss man das erstmal mit dem Laptop verbinden, diese Funktion freischalten, und dann kann man das nutzen. Und dann merkt ihr, wie scheiße das Mikrofon hier ist. Ja, da habe ich erstmal hier ein anderes Mikrofon dran gemacht, was aber mehr die Aufnahme von Geräuschen von dem Auto war, als irgendwie Stimmaufnahmen. Ich habe hier so ein Billigmikrofon. Oh, Kacke. Ah, der ist auch schon hier. Naja, den habe ich schon so oft auf und zu gemacht, dass der schon Probleme macht. Auf jeden Fall war das nichts. Der hat halt mehr die Geräusche aufgenommen, und man musste halt auf jeden Fall stoppen, damit der das Geräusch aufhört, damit man dann halt sprechen kann. Weil wenn der eine sendet, kann der andere nicht senden. Also muss immer einer senden, der andere hört zu, dann sendet der und der andere hört zu. Und immer in Abwechslung. So, nachdem das nicht geklappt hat, ja. Aber ich zeige euch erstmal, wie ich das festgemacht habe. Und zwar habe ich das ganz einfach hier mit Klett angebracht. Die Herausforderung, die ich mir selber gestellt habe, war, die Sachen so zu benutzen, dass die immer noch zurückzubauen sind, dass man die so noch benutzen kann. Warum habe ich mir die Mühe gemacht? Ganz einfach, eine Challenge für mich selber ist einfach nicht so auseinanderzunehmen, dass man die so nutzen kann. Also klar, wenn man die auseinander nimmt, hat man wesentlich leichtere Komponenten und kann das wesentlich einfacher verbauen. Aber ja, ich brauche halt immer so ein bisschen Herausforderung. Ja, auf jeden Fall wird das mit Klett angebracht, und jetzt habe ich diese Vox-Funktion wieder ausgeschaltet, denn ich mache das jetzt über die Funke. Die alte Sanwa MT4. Alt. Aber nicht veraltet. Noch nicht. Ja, ich habe hier den Button, der ist eigentlich für einen Timer gedacht. Damit aktiviert man den Timer. Den habe ich jetzt umgeswitcht, dass wenn man den drückt, dass der auf den AUX 1 Kanal Impuls sendet
dass da das Servo betätigt wird. Wenn man den loslässt, ist der Servo wieder auf der Neutralposition. Das heißt, ich kann hiermit jetzt steuern. Dafür muss ich das einmal rausnehmen. So, das Mikrofon kann man übrigens auch abmachen und das kann man auch abmachen. Antenne von da abschrauben, hier dran schrauben und das ist wieder ganz normal. Jetzt hier an den Clip befestigt, das kleine Servo, der betätigt dann den PTT-Button und damit kann ich das dann halt von der Funke aus steuern. Einmal drücken, empfangen, loslassen, dann kann ich senden. Ja, Kabel, also Antenne habe ich hier außen verfrachtet, Kabel habe ich leider nur so ein Verbindungskabel in 2 Meter gekriegt. Auf die Schnelle, das muss ich noch kürzen, da habe ich mich aber jetzt noch nicht mit befasst. Der wird dann halt hier dran und das Kabel nach da außen. Und ja, die Challenge war auch, die ich mir selber gestellt habe, das Ganze so unauffällig wie möglich zu gestalten. Mit der Farbe ein bisschen schwierig, aber ich meine ja nicht das Auto, sondern die ganze Kamera und die ganze Einheit, die ich da verbaut habe, dass das im Auto ist. Gut, mit dem Mikrofon, ja, habe ich jetzt hier so eine Lösung gehabt. Jetzt habe ich das nochmal ein bisschen abgeschirmt. Mikrofon, ja. Mikrofon ist jetzt komplett umgeswitcht. Da ist jetzt eine Einheit drin vom Arduino. Das ist Max 9814 nennt sich das. Das ist so ein hochsensibles Mikrofon. Da habe ich das auseinandergenommen, habe das Mikrofon rausgemacht, habe hier 2 Mikrofone eingebaut, die verbunden, den aufgemacht mit den, das ist der falsche, mit den Anschluss. Ja, habe da einfach mal ein bisschen rumgelötet. So, das ein bisschen verklebt, ein bisschen verkabelt. Dann das Mikrofon hier mit 2 ausgestattet. Das wird zu brutal, aber das war das alte. Da waren diese kleinen Dinger waren da drin. Ja, jetzt habe ich was Größeres drin. So, und zwar mache ich einen nach vorne, einen nach hinten. Allerdings muss ich das noch irgendwie gucken, das muss ich irgendwie entschärfen. Auf jeden Fall geht der Stecker dann da rein und dann habe ich das Mikrofon angeschlossen und ansonsten kann ich das so normal weiter nutzen. So, kann man dort erkennen, hier ist so ein Stecker, gegen Stecker verbaut. Da ist einmal Plus und Minus abgegriffen für das Mikrofon und einmal ein Output, der reingeht und ans Mikrofon dran geht, von dem hier. Das Ganze ist sehr empfindlich. Das ist schon zu empfindlich, aber das muss wirklich empfindlich sein, weil man halt nicht nah dran ist, wenn das Auto am Boden ist. Man steht ja bei normaler Höhe 1,60 Meter, 1,70 Meter entfernt von dem Mikrofon und spricht. Und da muss das wirklich sensibel sein, dass es die Stimme erkennt. Jetzt habe ich das noch einmal ein bisschen abgeschirmt, dass die Geräusche mehr von oben aufgefangen werden als von dem Wagen, weil man hört die ganzen Lüfter vom Auto. Die hört das Mikrofon. Das habe ich jetzt noch nicht getestet. Es ist ja, der Regen hat gerade aufgehört. Ich denke, ich werde das gleich nochmal testen. Aber es klappt schon wesentlich besser. Also das war die größte Challenge, die mich wirklich Nerven gekostet hat, weil das hat nicht geklappt. Und hin und her und hin und her. Das waren wirklich nervenaufreibend. So, das war zum Thema Sprechen. Das haben wir abgehakt. Jetzt zur Kamera. Da ist eine DJI Air Unit
03, hör mal auf mit deinen Dampfen, ey, du verqualmst die ganze Sicht. Da ist eine DJI Air Unit drin, die kompatibel halt hier mit der Goggles 2 ist. Die könnt ihr mit normal 2S betreiben. Die müsste sogar 3S abkönnen. Da habe ich einfach den Stecker genommen, da plus minus drauf. Und hier mit so einer Shorty-Batterie betreibe ich das Ganze hier im Heck. Die passt super da rein. Ich würde aber sagen, ich hole euch mal ein bisschen näher ran, dann seht ihr auch viel mehr. Was vorab noch gesagt werden muss, die Air Unit ist normal in so einem Sparmodus, Energiesparmodus. Die müsst ihr deaktivieren, damit der überhaupt aufzeichnet. Also sonst habt ihr eine Sicht, aber die ist ja eigentlich für Drohnen gedacht und da ist das so, wenn man den armt, also wenn man den startet, die Drohne, die Propeller anfangen zu drehen, dann kriegt er erst das Signal und dann wird erst dieser Energiesparmodus ausgeschaltet und dann könnt ihr erst aufnehmen. Das heißt, wenn ihr die so nutzt, könnt ihr nicht aufnehmen. Um das zu machen, müsst ihr in die Goggles Einstellungen reingehen und diesen Energiesparmodus ausschalten. Dann könnt ihr aufnehmen. Und ohne Lüfter, dazu kommen wir aber jetzt, wir switchen eben um. Ich zeige euch das aus der Nähe. So, dann kommen wir zu der Kamera. Die Kameraposition, ja, die war auch schwierig, bis ich den auf der Höhe hatte, so dass ich durch die Scheiben gucken kann, dass ich den auch so weit hinten habe, dass der wirklich auch nach rechts und links, dass man dann auch noch was sieht. Ja, das hat ein bisschen Zeit gekostet. Was noch viel aufwendiger war, war die Gestaltung von der Box. Das ist hier irgendwie Team C, so eine Empfängerbox gewesen. Die hat sich super dafür geeignet. Ich hatte vorher ein anderes gehabt. Das war erstmal ein bisschen klobig und die Luftführung, dazu kommen wir gleich, die war ein bisschen bescheiden. Was habe ich hier gemacht? Ich habe das Ganze hier auf die Empfängerbox, die übertriebene, vom Hubau geschraubt, einfach mit 2 Schrauben. Die sitzt auf einer Platte. Hier vorne ist ein Mini-Servo verbaut, der das Ganze nach rechts und links schwenkt. Das ist hier so ein ganz normaler Standard Servoarm, den ich zurechtgebogen habe, ein bisschen warm gemacht, zurechtgebogen, die Kamera dazwischen gepackt. So, ihr seht schon, hier ist eine Öffnung. Dann komme ich an die Speicherkarte und an den USB-C Port dran. Jawohl. Hier hinten ist noch eine Öffnung, da wo die ganzen Kabel durchkommen und wo die Antenne rauskommt. Und hier vorne ist noch eine Öffnung, hier unten drunter. Denn ich habe hier einen Lüfter verbaut, weil ohne Lüfter wird das Ganze kurz funktionieren, da die Einheit recht warm wird. Die läuft heiß und dann schaltet die sich ab. Das wird also nicht lange funktionieren. So, Lüfter, der geht auch übrigens mit 7,4 Volt mit 2S. Das funktioniert. Lüfter wird hier angesaugt, strömt dann auf die Unterseite, die am heißesten wird bei der Einheit. Da wird die drauf geblasen. Und ich habe hier nochmal so einen kleinen, ja, so ein kleines Blechlelle eingefügt, weil diese Löcher sind auch hier auf der Seite. Dann kann der nochmal da rein, kann dann hier raus und von hier hinten raus. Und das Ganze wird nochmal umströmt hierher. Und das Ganze ist dann halt gut gekühlt. Das funktioniert ganz gut. Also die hat sich noch nicht abgeschaltet. Die habe ich auch mal laufen lassen und habe einfach mal getestet, so mit der Hand geguckt, wie warm die wird. Die wird so, ja, handwarm. Also das ist alles noch im grünen Bereich. Das funktioniert super. So, was haben wir noch? Ja, die Shorty ist da hinten verbaut. Die Kamera wird hier über die Funke von AUX 2 mit dem Switch hier rechts und links betätigt.
Ja, und das war's dann, glaube ich, auch schon. Viel mehr ist es nicht. Allerdings war das richtig, also das war einer meiner längsten Projekte, außer der 6x6 Bau, der Mutena. Das war doch schon länger, weil die ganzen Fräsereien da, das war schon richtig lange. Aber das hat mich hier auch wirklich Nerven gekostet, weil, ja, schon allein mit dem Mikro, ne, bis man da das raus hatte und dann welcher Port und wie stellst du das jetzt ein, dann mit dieser Vox-Funktion und dann wieder doch keine Vox-Funktion und ja. Auf jeden Fall, am Ende wird alles gut. Regen hat gerade aufgehört. Ich würde sagen, ich gehe jetzt noch eben mein Mikrofon testen, gucken, ob das jetzt so besser geworden ist oder nicht. Und dann, ja, sehen wir uns dann mit dem nächsten Video wieder, hoffe ich. Bis demnächst in der RC-Werkstatt. So, jetzt geht's los. Ja, hallo, hörst du mich? Alles präzise, kommt ziemlich klar rüber. Ja. Okay, ich muss noch nicht mal laut reden, aber gut. Klar. Hallo, Spätschalter. Hallo, 1, 2, 1, 2. Jetzt gut. Dann brauchst du eine Weile, bis der fertig ist, glaube ich. Und ein bisschen Zeitverzögerung. Ja, also drücken, dann 2 Sekunden später anfangen zu plaudern. Wird aber schwierig, wenn wir irgendwelchen Leuten auf den Sack gehen, weil wir müssen denen ja sagen, ja, warte mal kurz, du gehst raus und dann wird was reden. Ja, ganz genau. So geht das auch? Aber hallo, er ist richtig laut. Nicht schlecht, Alter. Nein, sorry, aber das mache ich nicht. Okay, ja, dann sind wir mit dem Projekt fertig. Jetzt müssen wir nur noch irgendwelche Leute da reingehen. Das müssen wir auf jeden Fall machen. 100%. Mittlerweile. Weil der Ding ist der... Ja, I'm happy. sieht man. Am Ende wird alles gut. Auch wenn es sehr viel Nerven kostet. Okay. Nee, macht keine Werbung für diese Gretchen. Oh, alles klar, sorry, ich nehme alles wieder zurück. Das ist teuer. So, Feierabend oder was? Ja, Feierabend. Das ist ein Button nicht gedrückt. Oh, was für Finger hast du? Einfach so ein Wurstfinger. Leberschnitzel, das du da.